Willkommen zurück, Freunde. Ja, Hala Madrid. Ja, was halte ich von den 150 Millionen Transfer, den Florentino Perez, ja, sage ich mal, demnächst ankündigen möchte? Am Dienstag soll es soweit sein. Ja, da würde ich mal meine Meinung zu sagen. Ich habe ja bis jetzt nicht so viel dazu gesagt und ich möchte jetzt einfach mal in diesem Video eigentlich mal kurz darüber sprechen, was ich davon halte, weil manche sagen, das ist gut, manche sagen, brauchen wir nicht, whatever. Und wir gehen mal gleich rüber. Ja, und ja, bevor wir rübergehen, um wen handelt es sich denn eigentlich? Er hat zwar noch nicht erwähnt, aber viele meinen, dass es Odysseus von FC Bayern München. Und den gehen wir auch mal rüber. Ihr könnt sehen, was dort steht. Ja, Fabrizio Romano bestätigt, Odyssee ist der 150 Millionen Mann, über den Perez spricht. Ja. I Wer hätte es anders, erwartet oder gedacht? Also, da ist dann also was dran, also jedenfalls 90%, sogar 95% wird da was dran sein. Dementsprechend werde ich da mal was zu sagen. Also ja, so. Odyssee ist natürlich ein begnadeter Spieler. Ich höre aber eben, dass viele ihn haben wollen und viele nicht. Manche beschweren sich, dass er zu teuer ist. Ja, aber, für was haben wir eigentlich anderweitig Geld ausgegeben? Für einen, Mastantuono haben wir auch nicht natürlich keine 150 Millionen dagelassen, aber auch nicht wenig für den Blindgänger. Das ist meine Meinung. Mag sein, dass es ein Talent ist, aber ein Endrick, ein Arda Güler und so weiter sind ganz andere Talente als ein Mastantuono. Und jedes Mal, wenn er gespielt hat, war das 'ne Katastrophe. Der legt sich den Ball zu weit vor, bla bla bla. Will jetzt gar nicht abschweifen, zu 'n Eminem-Verschnitt da. Fakt ist auf jeden Fall, also über 150 Millionen sich aufregen bei Olise, ja, lassen wir, es ist eigentlich albern. Olise ist einer der besten Spieler aktuell auf dem Markt oder mit auf der Welt, wirklich. Der ist wirklich gut und er macht es beim FC Bayern in der Bundesliga, aber der wird das auch woanders machen. Natürlich muss ich dazu sagen, ähm, hat er in den großen Spielen, das kommt mir so 'n bisschen bekannt vor, das ist wie bei Haaland auch manchmal, hat er nicht so richtig, sage ich mal, perfekt performt. Trotzdem war er gut, ne? Aber mal zu den 150 Millionen, das wird aber nicht reichen. Also, die werden ihn nicht für 150 Millionen verkaufen. Und Bayern sagt ja, er ist unverkäuflich. Ja, das haben sie bei Lewandowski auch gesagt. Gut, Lewandowski mag sein, dass wegen dem Vertrag, bla bla bla, das ist egal, ob der ein Jahr länger Vertrag haben wollte oder nicht. Ein Olise hat ja schon in der Vergangenheit gesagt, dass er gerne in Spanien spielen möchte, und zwar bei Real Madrid, eigentlich genau wie Haaland. So, und dementsprechend, wenn jetzt Florentino Perez ein Angebot den FC Bayern, wenn es denn Olise ist, macht, wird dieser Spieler da drüber nachdenken. Das ist schon mal der erste Punkt. Auch wenn der FC Bayern sehr viel Kohle hat, ja, wird, sage ich mal, der FC Bayern auch nicht sagen: „Jo, scheiß drauf, 150 Millionen das wird ja nicht reichen.“ Ich denke mal, dass der FC Bayern, wenn, erst mal sagen wird: „Unverkäuflich“, jedenfalls in der Öffentlichkeit. Und dann wird das Ding irgendwie bei 180, 200 Millionen liegen. So, aber man sollte das trotzdem, also entweder jetzt oder gar nicht, weil er hat das sehr gutes Alter dafür und der sollte dann auch jetzt kommen, weil wir bräuchten auf seiner Position meines Erachtens einen. So, das wäre natürlich das Ding. Punkt ist aber auch, es wird ja nicht nur reichen, Olise. Gut, wir haben ja jetzt, das ist jetzt noch nicht 100 pro, aber wir hatten ja von Konate und so weiter, da hinten habe ich ja erst vorgestern drüber gesprochen, die 2 Spieler da hinten, die gekommen sind oder kommen werden. Olise dann noch zu, ja, das sieht dann alles schon gut aus, aber hinten brauche ich trotzdem noch einen. Und, ja, vorne müssen wir mal sehen, das ist auch so 'n Punkt, Olise hin oder her. Fakt ist, solange ein MAP das Ego da weiterführt, ein Vinny seine Probleme verbreitet und immer noch nicht unterschrieben hat und so weiter, wird es das Problem dort weitergeben. Und das Problem weiß ich ja selber in meinem Kopf nicht, wo ich sage: „Mein Gott, was sollen wir da jetzt eigentlich machen? Was was sollen wir da machen? Olise, ja, aber soll Vinny weg? Ja, doch nicht. Soll ein MAP weg? Der schießt wahnsinnig viele Tore. Ja, aber mit ihm sieht man Paris zum zweiten Mal Champions League hintereinander gewonnen, mit ihm nichts. Er kommt zu uns, wir gewinnen gar nichts mehr.
schon 'n bisschen komisch. Und dann seine Ausflüge da, nach Sizilien wollte ich schon sagen, nein, Sardinien und so weiter und so fort. Und auch wenn das immer so aussieht, aber es harmoniert mit Vinny nicht. Die mögen also, das wird nicht. Ich glaube, Haaland würde besser funktionieren mit Vinny und auch viele andere würden mit Vinny besser funktionieren. Andersrum, wenn Vinny weggeht mit Mbappé, weiß ich es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aber das ist nicht das Thema, obwohl es muss ja das Thema sein, weil Olise ist, obwohl das ist nicht so 'n Ego-Spieler, muss man sagen. Ich meine, wenn man ihn beobachtet beim FC Bayern, vor allen Dingen, wenn er da immer er ist nicht so einer, der gern Rampenlicht steht, glaube ich. Aber wenn man so Fußball spielt, vor allen Dingen auch manchmal so auftritt, die Klamotten, ich meine, die französischen Spieler machen sich auch schon über lustig, natürlich, ne, sarkastisch so, aber da muss man damit rechnen, dass man auch mal, und wenn man vor allen Dingen immer besser wird, dann kommt man ins Gespräch. Das ist ja nun mal, ganz Fakt. Und, ja, ich würde es, also, viele sagen ja, noch mal darauf zu kommen, viele finden es ja nicht gut, viele ja. Also, warum sollte das nicht gut sein, ein Olysee zu kaufen, weil er 150 Millionen kostet, selbst wenn er 200 Millionen kostet? Wie gesagt, nochmal, Mastantuono und viele andere Spieler, die gekauft wurden, wo ich sage: „Okay“, und ich nochmal, lieber ihn als Rodri. So. Und ich will keinen Rodri haben. Ich bleibe dabei. Ich bleibe einfach dabei. Ich habe nur ein bisschen Angst sorry, ich habe nur ein bisschen Angst, dass das doch irgendwann kommt. Aber gut. Er ist in sehr gutem Alter, Olise. So, und jetzt zu den, Punkt, ich überlege die ganze Zeit, ich habe irgendwas vergessen, was wichtig ist, was ich sagen wollte. Ach so, der Vergleich, ja, wir holen ein, was Perez da gesagt hat, wir holen den ein in Ronaldo, sage ich mal, Stil und in der Qualität. Ein Olise ist wirklich, wirklich gut. Aber bitte nicht die Vergleich mit CR7 machen. Das ist wo der von Man U kam, war das 'n anderes Kaliber. Trotzdem. Es war ein ganz anderer Spieler auch und trotzdem ein anderer Kaliber. Also bitte, Perez, er hört mich ja jetzt nicht, aber die Vergleiche auch bitte nicht so ziehen. Er ist richtig gut und, kann vielleicht sogar oder mit ist der Beste auf seiner Position und ist mit einer jetzt schon der Besten der Welt, aber nicht mit CR7 vergleichen, bitte. So, und, dementsprechend, aber das ist jetzt auch nur am Rande. Ja, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich meine, er würde mit Arda Güler, ähm, gut, vorne weiß ich ja nicht, wie das bleibt, Olise, ja, aber es hilft jetzt nicht, irgendwas aufzuzählen. Wir müssen mal sehen, wer jetzt geht, wer jetzt, kommt. Wer weiß das, wie das jetzt mit Valverde jetzt zu Ende geht, obwohl das jetzt alles ein bisschen ruhig geworden ist. Vielleicht will Real einfach darüber hinwegziehen und passiert erst mal gar nichts. Und mit Tchouaméni, Valverde, da muss man auch noch mal gucken. Bellingham, Olise, Vinny, ja, Endrick. Endrick soll ja auch 'ne Position bekommen und auch spielen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und hinten die Abwehr wird immer besser. Dazu hat Rüdiger ja verlängert. Ja, das kann was, also, schlechter als letzte Saison. Also, ganz ehrlich, mit diesem Chaos, aber lass die ganzen Hater mal, die sind jetzt alle schön am Labern, bis es dann irgendwann zu Ende ist und die labern dann auch vor allen Dingen, wieder was ganz anderes. Die reden dann komplett was anderes. „Oh ja, Real, das ist kannst du auch nicht ernst nehmen.“ Ja, das ist meine Meinung. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Olise, ja oder nein? Und, was ihr zu meiner Meinung sagt. Also, wie gesagt, der Wert ist er das, richtig gut. Zu sagen, der ist zu teuer. Ich meine, dafür haben wir, wie gesagt, mit Mastantuono auch viel Geld ausgegeben. Natürlich nicht so viel, wie Olise kosten soll, aber was hat Mastantuono gebracht? Ich glaube, das bringt noch nicht mal was, den auszuleihen. Ich würde den vielleicht sogar verkaufen. Könnt ihr auch was zu sagen? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, dementsprechend bin ich raus. Macht einen Daumen nach oben, liked dieses Video, das würde mich freuen. Guckt mal gerne mein Merchandise und ja, lasst einfach ein Like hier, das würde mich freuen, damit wir so langsam die 4.000 erreichen. So in so kurzer Zeit ist das schon sehr stark, freut mich. Ja, dementsprechend, ach so, und noch mal an die Leute, die immer so nette Kommentare und mir Komplimente machen und so weiter. Ich finde das immer sehr süß, sehr nett. Ist immer mal schön, das zu hören, auch mal was Positives, zu hören. Ich habe ja auch noch was anderes, und da ja, hier ist es schön. Hätte ich nicht gedacht, dass man auch richtig schön was Positives hört. Ja, und dementsprechend, ich nehme das schon wieder sehr spät auf. Jetzt werden die New York Knicks, meine Basketballmannschaft, das zweite Spiel muss
gewonnen wären, wäre natürlich geil, damit wir mit 'n 2:0 Serie nach New York reisen in den NBA Finals. Das wäre nice. Ja, also schaut ihr das auch, könnt ihr auch mal gerne unterschreiben. Das ist was ganz anderes, aber ich bin gespannt auf eure Meinung zu Odyssee und so weiter und so fort. Also Freunde, Hala Madrid und bis zum nächsten Mal.